Von Tiflis aus besuchen wir zunächst zwei knapp 30 Kilometer nördlich gelegene UNESCO-Weltkulturerbestätten, nämlich die bedeutsamen Kirchenanlagen von Chwari und Msheita. Ganz in der Nähe liegt auch das Weingut Mukhrani. Danach bewegen wir uns immer weiter in die Berge des Hochkaukasus hinein, wo ein erster Zwischenstopp der wundervoll gelegenen Wehrkirche Ananuri gilt. Anschließend geht es auf der alten Heerstraße über den 2300 Meter hohen Kreuzbergpass zu unserem Zielort Kaspegi, knapp südlich der russischen Grenze. Wir verlassen nun das Stadtgebiet von Tiflis in Richtung Norden und erreichen nur wenig später den markanten Hügel, auf dem sich weithin sichtbar und in aussichtsreicher Lage das berühmte Chwari-Kloster erhebt. Die Annäherung an die UNESCO-Weltkulturerbestätte erfolgt von der Rückseite des Hügels her. Auf dem Parkplatz angekommen ist jedoch zunächst ein tierisches Intermezzo von vorrangigem Interesse. Danach wenden wir uns aber der ältesten Kreuzkuppelkirche des Landes zu, die bereits vor mehr als 1500 Jahren erbaut wurde und als Vorbild für zahlreiche religiöse Bauten in Georgien dient. Als allererstes lockt uns allerdings das unvergleichliche Panorama an den Rand der Einfassungsmauer. Am Zusammenfluss der Flüsse Kura und Aragvi blicken wir auf die frühere georgische Hauptstadt Msheita, der wir anschließend einen Besuch abstatten werden. Nach Norden hin erkennen wir bereits unser Tagesziel, die schneebedeckten Gipfel des Hohen Kaukasus. Nun wenden wir uns aber wieder der Kirche zu, die an der Stelle errichtet wurde, wo eine aus der Sklaverei geflohene Missionarin, die heilige Nino, bereits im 4. Jahrhundert ein Kreuz auf dem Hügel aufgestellt haben soll. Der Name Chwari bedeutet daher Kreuzkloster. Nach dem Besuch der Kirche fällt unser Blick nochmals auf Msheita, das mit der ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Kathedrale religiöses Zentrum des Landes ist. Mit diesem Ziel geht es nun wieder hinab ins Tal und bald haben wir den Ort erreicht, den die heilige Nino als Platz für die erste Kirche in Georgien ausgewählt haben soll. Die heutige Sveti-Choveli-Kathedrale wurde im 11. Jahrhundert an der Stelle dieser ursprünglichen Kirche errichtet. Die Besichtigung des Inneren gehört zu den Highlights jeder Georgienreise. Nun treten wir wieder ins Freie hinaus und unternehmen einen kleinen Rundgang durch den Innenhof, der von einer nachträglich im 18. Jahrhundert errichteten Schutzmauer umgeben ist.
Natürlich lohnt auch ein Blick auf den Bereich jenseits der Mauergrenzen, denn hier findet an vielen bunten Ständen ein lebhaftes Markttreiben statt. Wie überall in Georgien werden hier vor allem Churchellas angeboten, auf einem Faden aufgezogene Nüsse, die mit einer Masse aus Traubensaft und Mehl überzogen sind. Wir verlassen nun Mescheta und fahren noch ein Stückchen weiter in westlicher Richtung in eines der Zentren des georgischen Weinbaus, das Weingut Mukhrani. Der Weinbau in Georgien hat eine lange Tradition, die über 7000 Jahre zurückreicht. Georgien ist damit eines der Ursprungsländer des Weinbaus und der kultivierten Weinrebe. Nachdem wir die Vorzüge dieses Weins bei einer kleinen Weinprobe kennengelernt haben, befassen wir uns mit der Herstellung der Churchellas. Zunächst wird eine sämige Masse aus georgischem Traubensaft und Maismehl erhitzt und angerührt, in die anschließend die aufgefädelten Nüsse eingetaucht werden. Zuletzt wird das Ganze zum Trocknen aufgehängt. Ein Rundgang durch das Weingut führt uns schließlich in einen Pavillon, wo diverse georgische Leckereien unsere Geschmacksnerven nachhaltig stimulieren. Damit sind wir gestärkt für eine längere Fahrt in Richtung Norden, die uns immer weiter und höher hinein in die Berglandschaft des Kaukasus führt. Ein erster lohnender Stopp erfolgt am Schinwali-Stausee des Flusses Aragvi. An dessen westlichem Ende liegt in malerischer Lage die Wehrkirche Ananuri. Sie wurde im 17. Jahrhundert als eine der Festungen errichtet, die die georgischen Handelsstraßen sichern sollten. Nun folgen wir weiter dem Verlauf der georgischen Heerstraße, die im 18. Jahrhundert entlang einer jahrtausendealten Handelsroute über die Kaukasuspässe errichtet wurde. In der Nähe des über 2300 Meter hohen Kreuzbergpasses gibt es eine schön gestaltete Aussichtsstelle, an der wir kurz vor Sonnenuntergang einen ersten Eindruck von der dramatischen Bergwelt des Hochkaukasus erhalten. Auch nach Anbruch der Abenddämmerung sind die landschaftlichen Schönheiten der Gegend durchaus noch zu erkennen. Besonders freuen wir uns über den Blick auf den ausnahmsweise unverhüllten, über 5000 Meter hohen Kazbek. Unseren Zielort Kazbegi am Fuße dieses Berges erreichen wir erst nach Einbruch der Dunkelheit.